Yes, Miranda. Ist das ein Riesenbody. Herzlich willkommen zum Kanal der Bierosophen. Wer sind die Bierosophen? Einer davon bin ich. Und wir haben uns der Qualität des Biers verschrieben und nicht der Quantität. Das heißt nicht des Vieltrinkens, sondern des Guttrinkens vom Bier. Und was macht man, wenn man gutes Bier will? Man macht es am besten selber. Und dazu haben sich die Bierosophen so einen Braumeister hier hinten gekauft, einen Gärbottich und ein paar andere Dinge, mit denen wir unser eigenes Bier einfach machen. Und am Anfang muss man das Ganze natürlich auspacken. Und um das soll es jetzt erstmal gehen. Wenn man die Gerste abgegossen, ungeschrotet in Kilo Zeug raus, zahlst du ungefähr 3,50 € pro Kilo. Ganz ehrlich, die Freude ist schier unermesslich, wenn so eine fette Palette ankommt, vollgepackt, richtig schön verpackt. Und man weiß genau, da steckt der Braumeister drinnen und alles, was man braucht, um sein eigenes Bier zu machen. Herrlich. Wir haben dann gleich mal einiges bestellt und darunter Gärbottiche mit dazu, aber auch zum Beispiel das Komplettset um den Braumeister drumherum, bei dem so eine Thermomanschette dabei ist und eine Haube zum Abkochen und allerlei andere kleine Dinge. Und packt man das aus, erkennt man gleich, schön verpackt, sauber verpackt, gute Qualität. Es fehlt sich ja nichts. Es macht einen riesen Spaß, solche Pakete auszupacken. Wunderbar. Wir haben uns auch gedacht, wir nehmen ein halbes Malzrohr dazu. Ne? Da kann man dann anstatt 50 Liter Bier 25 Liter Bier machen. Mit dem Hintergedanken, naja, vielleicht wollen wir da experimentieren oder mal kleinere Mengen brauen und so weiter. Hat sich im Nachhinein leider herausgestellt, wenn man braut, braucht man 50 Liter. Ja, 30 Kilo, glaube ich. Vorsicht, Glas. Los. Hey. Das ist so leicht. Yes, das Miranda. Ist das ein Riesenbody. Ich will ganz ehrlich sein, sieht man das erste Mal einen 50-Liter-Bottich, das schaut gigantisch aus, das ist wunderbar. Man ist überwältigt, stellt irgendwann aber fest, es sind ja nur 50 Liter. Beim Auspacken, wenn er dann mal vor ihm steht, merkt man sehr schnell, jetzt geht's dann los. Jetzt gibt's dann das erste Bier. Die hast du ein bisschen kleiner vorgestellt, muss ich mal zugeben. Man kennt's, die Maße waren angegeben. Ja, ich wollte dich überraschen lassen. Das schmeckt nicht so. Ja. Und was war das hier noch was? Dann noch nichts. Ja, hier ist das ausgedacht. Sehr gut. Weil damit hast du die Chance, dass die Hefe sich hier sammelt und sie wiedersehen. Erstens das und zweitens du dann ziemlich klaren Sud hier an der Seite wegnehmen kannst. Hier sieht man jetzt also den großen Gärbottich, gedacht für unsere obergärigen Biere, schön konusförmig zulaufen, damit sich die Hefe absetzt. Zusammen mit dem Braumeister muss man das alles jetzt aber erstmal an den Bestimmungsort in den Keller tragen. Ist das schon der Stellplatz? Ja, genau. Unseren Aufstellungsort haben wir leicht erhöht gewählt. Es hat die üblichen Vorteile, man kommt besser ran, man kann besser ablassen, man kann besser dran arbeiten, man hat einfach eine bessere Zugänglichkeit.
Also. Ja. Jawohl. Endlich ist es so weit, dass es halt wirklich eine 1A Bearbeitungsqualität ist und halt der Qualität kein Wunsch übrig bleibt. Alter. Oh. Dies für ein schönes Netz. Kann man sich jetzt mal intensiver damit beschäftigen, merkt man, Mann, diese Verarbeitung, die ist spitzenmäßig. Da fehlt es an keinen Details. Alles, was man sieht, alles, was man berührt, ist super verarbeitet, macht einen super Eindruck. Es macht einen Riesenspaß, sich das alles zu Gemüte zu führen. Das sind die Haltebügel für die unterschiedlichen, also im Moment beim Abmeischen. Das ist der. Hier sieht man jetzt also dieses berühmte Malzrohr. Wie funktioniert das? Das Malzrohr ist nach unten hin abgedichtet, es wird voll Malz gefüllt und der Braumeister, der saugt dann an der Seite vom Malzrohr das Wasser an bzw. die Würze und pumpt sie innen in das Malzrohr rein, sodass die Würze, die da drinnen ist, zusammen mit dem Malz ständig gut durchwirbelt wird und quasi die ganze Zeit so wie umgerührt wird. Führt dazu, man muss nicht händisch umrühren und man hat eine deutlich bessere Durchmischung als bei anderen Konzepten, bei denen man zum Beispiel womöglich von Hand rühren muss. Dann schauen wir mal die Anleitung an. Genau, das ist der nächste. Naja, zum Schluss wächst die Vorfreude und die Ungeduld und der erste Brautag muss endlich kommen und man weiß genau, er wird kommen. Braumeister heilig. Oh Gottes Willen, dass ich das noch erleben darf.